Oh hey, es ist schon wieder Zeit in diesem Jahr. Eine neue Version von diesem alten, verdammten SpongeBob-Video. Doch nachdem ich lange darüber nachgedacht habe, wie ich es am besten strukturieren könnte, damit es nicht einfach nur random Sachen sind, ist mir die Idee gekommen. Iceberg-Videos. Ihr kennt sie, ihr liebt sie, ihr hört sie, wenn ihr schläft, ihr hört sie, wenn ihr frühstückt, ihr hört sie immer, wenn ihr es könnt. Also mache ich doch mal auch einen eigenen Eisberg mit diesem Thema. Ein SpongeBob-Eisberg. Doch anders als viele andere SpongeBob-Eisbergs werde ich nicht etwa auf Basics gehen oder Fakten über die Show. Nein, ich werde über den Merch, die Fanprojekte, paar größere Produktionen abseits von der Show reden und wie ich zu denen stehe oder was ich zu denen denke und so weiter und so weiter. Vielleicht findet ihr etwa ein neues Lieblings-SpongeBob-Fanprojekt hier oder findet ihr einen coolen Fun-Fact über die Show oder eine coole Miniserie oder whatever. Von daher lasst mich nicht etwas zu lang schnackern. Schreibt gerne ein paar eurer Lieblings-SpongeBob-Fanprojekte oder auch offizielle Projekte in den Kommentaren abseits von der Serie. Und beginnen wir doch mal diesen Eisberg mit Stufe 1, die Spitze des Eisbergs. Ich möchte nicht so lang schnackern, denn ich weiß, dass diese Spin-Offs definitiv sehr kontrovers sind. Und wenn ihr irgendwas zu diesem Discord gesehen habt, dann wisst ihr genau warum. Ich möchte aber keinen alten Diskurs wieder recyceln, also komme ich einfach mal auf den Punkt. Ich habe nur ein paar Episoden dieser Spin-Offs geschaut und muss zugeben, ich bin sehr gemixter Meinung. Camp Coral ist für mich definitiv sehr, sehr schwach. Das Konzept war noch nie ein starkes und ich finde es irgendwie idiotisch, dass man so eine Serie machen soll, die mehr oder weniger SpongeBob ist, aber in ein Sommercamp. Das limitiert nicht nur, welche Story ich mal da erzählen kann. Nein, das ist auch sehr repetitiv auf Dauer und von den paar Episoden, die ich gesehen habe, ist das jetzt auch nicht so dolle. Die CGI-Animationen geben definitiv ihr Bestes, aber das Lighting ist teilweise sehr off und wie man mehr oder weniger versucht, diese Models zu animieren, ist zu sehr in diesen 2D-Style. Sprich, man versucht mal wirklich wacky Faces, wacky Emotionen herauszudrücken, aber das auf ein TV-CGI-Basis ist halt super, super schwer wirklich richtig hinzukriegen. Und das funktioniert auch einfach nicht mit diesen Stile, was man hier genutzt hat für diese Show. Dagegen ist die Patrick Star Show interessanter. Ist die perfekt? Bei weitem nicht. Ist sie wirklich so eine dolle Show, die ich etwa gerne und gerne immer und immer wieder rewatchen würde? Auch nicht. Aber ich muss zugeben, für das, was es sein will, schafft die Show es relativ gut, das herüberzubringen. So kann ich loben, dass in den Episoden, die ich gesehen habe, auch andere Artstyles, andere Art Directions genutzt werden. Zum Beispiel haben wir ein super cooles Segment, was mehr oder weniger auf Frankenstein basiert, was von diesem Stop-Motion-Team von den Christmas als auch Halloween Special gemacht worden ist und das ist auch einfach nur wunderschön sich anzusehen. Und generell, wenn es was zu loben gibt bei Modern SpongeBob und auch hier, sind es definitiv die Animationen und die Art Direction. Es ist wirklich impressive und wirklich fluid, aber auch sehr, sehr wacky. An manchen Stellen vielleicht zu wacky, aber für den Ton, was die Patrick Star Show annimmt, passt das definitiv für SpongeBob. Naja, das ist eine andere Diskussion. Ich bin wirklich froh, dass ich ein wenig gewartet habe und ein paar Episoden von allen bisherigen Stuffs rausgepickt habe, um richtig einen Blick zu dieser Show zu kriegen, denn die Episoden aus der ersten Staffel sind wirklich nicht überzeugend. Schöne Animationen, schöne Movements, aber wirklich überzeugend gibt es viel nicht. Es ist halt random, equals funny und Patrick wird mehr oder weniger auf einer sehr nervigen Art und Weise in den Fokus gestellt. Die anderen Episoden sind halt deutlich kreativer und nutzen auch die Konzepte und die Möglichkeiten, die man mit diesem sehr anderen Ton von der Patrick Star Show nehmen kann und das schätze ich wirklich sehr. Es ist bei weitem kein perfektes Spin-off und ich denke auch nicht, dass SpongeBob wirklich einen Spin-off gebraucht hätte. Vor allem nicht für Patrick, weil er ist mehr oder weniger der Comic Relief. Ich glaube, den sollte man nicht etwa als Hauptfigur machen. Aber dafür, dass ich wirklich große Sorgen hatte, muss ich zugeben, dass dieses Spin-off relativ solide ist. Vielleicht gefällt es euch sogar. Die Memifizierung von SpongeBob. Okay, das ist vielleicht ein sehr oddes Entry, aber ich dachte, das wäre wirklich was Interessantes hier anzusprechen, denn eigentlich wollte ich bei dieser Entry einfach über die Meme-Figuren reden von SpongeBob. Denn ja, SpongeBob hat zahlreiche ikonische, visuelle, als auch gagreiche Memes gebracht. Ich meine, da kann man hunderte aufzählen, egal ob von der Classic-Ära und auch ein paar von der modernen, als auch der Mittelära. Ich meine, Handsome Squidward stammt aus dieser Ära, was überraschend ist, aber hey, ein anderes Thema. Diese Meme-Figuren sind an sich ganz nett und eine nette Idee. Auf Dauer finde ich aber auch irgendwie es absurd. Denn wenn es um Memes geht, sind natürlich viele Studios, viele Firmen mittlerweile deutlich mehr sicher, was es genau ist. Während in den frühen 2010ern viele Studios und viele Leute mehr oder weniger an den Kopf kratzen mussten,
wussten, was ein Meme war, kennt heutzutage jeder, was eine Definition von einem Meme ist. Und das ist natürlich auch der Fall mit Viacom, also macht es Sinn, dass man etwa diese SpongeBob-Meme-Figuren macht, um ein wenig Cash davon zu kriegen. Ist das jetzt etwa eine allzu schlechte Idee? Per se nicht. Ich meine, die Figuren sehen von dem Material, was ich sehen kann, definitiv solide aus. Ich kann leider nicht etwa wirklich kommentieren, ob die etwa von der Machart wirklich dolle sind, denn auch wenn ich etwa die auf Amazon aufrufe, sind die Preise dann doch ein wenig zu teuer, nur für dieses Video sie zu holen. Auch wenn ich den Mocking SpongeBob und Handsome Squidward sehr, sehr mag, von dem Visuellen, was wir da sehen können. Aber es ist irgendwie absurd, darüber nachzudenken. SpongeBob ist so lang schon da, dass seine eigenen Memes von über 20 Jahren mehr oder weniger zu Figuren gemacht werden, zu Funko Pops und so weiter. Ein absurder Gedanke, aber hey, vielleicht hat einer von euch etwa einen dieser Meme-Figuren und kann mehr dazu sagen. Ich persönlich kann mich halt da leider nicht zu sehr qualifiziert äußern. Oh, kommen wir doch mal zu den Spooky-Teil. SpongeBob Creepypastas sind schon im Internet mehr oder weniger ein Urgestein mittlerweile. SpongeBob war einer der ersten großen Marken, die mehr oder weniger in der Creepypasta-Szene mit solchen Storys wie Red Mist oder Plankton Got Served ziemlich populär wurde. Sind die meisten dieser Creepypastas absoluter Crap? Nett ausgedrückt? Ja. Ich meine, Red Mist ist ein perfektes Beispiel dafür. Ich meine, die Story kann noch nicht mal ein paar wichtige Produktionsfakten über die Show richtig aufsagen und sagt, dass Steven Hillenburg mehr oder weniger immer noch super involviert war. Mit der 4. Staffel, dabei hat er definitiv Airman Backup Proud gemacht und nicht wirklich etwa sehr viel an dieser Show gearbeitet nach der 4. Staffel und bevor den 2. Film. Und generell, die Story ist auch nicht wirklich etwa sehr gut geschrieben. Es ist halt die typische Creepypasta mit den schlechten Tropes, mit den schlechten Momenten. Es hat zwar ikonisches Imagery, aber so wirklich viel bieten tun die meisten dieser Creepypastas nicht. Klar gibt es ein paar Ausnahmen, die ein wenig kreativer sind, aber generell muss man zugeben, das Creepypasta-Genre kann manchmal sehr reparativer sein, sehr langweilig sein und bietet auch nicht sehr viel guten Horror. Und SpongeBob Creepypasta sind mehr oder weniger das perfekte Beispiel, da sie alle diese Klischees mehr oder weniger abzecken. Hyperrealistische blutende Augen, Zack. Gruselige Musik, Zack. Gruselige Aura oder Stimmung, Zack. Animationen, die hyperrealistisch sind, Zack. Ein Charakter, der dir die Seele starrt, Zack. Und so weiter und so weiter. Aber naja, kommen wir doch mal zu einem anderen Entry Point, da ich mich wirklich etwa nicht in einen SpongeBob-Eisberg über Creepypastas aufregen muss. In den Mitte 2000er, als auch den frühen 2010ern gab es SpongeBob in Lego-Form. Das ist kein Wunder, denn Lego und SpongeBob waren so gigantische Marken. Man würde mal sich wundern, warum haben die nie eine gemeinsame Sache gemacht. Und leider kann ich nicht etwa über die Sets wirklich im Detail sprechen. Ich würde es gerne machen, aber die Preise für die Figuren und die Sets sind dann doch ein bisschen viel. Aber wenn man sich etwa die Trailers, die Promotion, die Sets und die Figuren genauer anschaut, dann kriegt man hier viele ikonische Orte, sei es nun etwa die Häuser von SpongeBob, sei es nun die Rakete von dieser ikonischen Astronauten-Episode aus der 1. Staffel, sei es nun sogar SpongeBob und Patricks Superheldenanzüge und so weiter und so weiter. Die Auswahl an Charakteren aus der SpongeBob-Welt ist limitiert. Zwar kriegt man die großen Heavy-Hitter, SpongeBob, Plankton, auch wenn er keine richtige Minifigur ist, Mr. Krabs, Thaddeus, Sandy und so weiter. Und Thaddeus ist sogar ein sehr kürzer, weil einmal hat er einen normalen Lego-Head und beim anderen Mal hat er eine wirklich extra gemachte Mode. SpongeBob war definitiv zu der verhalten Zeit zu Lego gekommen. Denn auch wenn die originale SpongeBob-Figur von Lego, zum Beispiel die ich beispielsweise habe, super charmant ist, auf ihre ganz eigenen Art und Weise, kann man leider nicht verneinen, dass Lego SpongeBob im großen Ganzen dann doch ein wenig zu früh kam. Es war zu einer Zeit, wo Lego mehr oder weniger nicht extra Headpieces gemacht hat für seine Figuren. Denn auch wenn ein paar der SpongeBob-Figuren welche gekriegt haben und die sehr solide sind, vor allem die von SpongeBob muss ich zugeben, dann auch wundere ich mich, was etwa Modern Lego daraus gemacht hätte. Und wer weiß, vielleicht kriegt Lego irgendwann mal die Lizenz wieder zurück. Stattdessen hat Megaplox die Lizenz nicht gegreift. Und mit Megaplox ist das so eine Sache. Zwar ist das ein gigantischer Konkurrent für Lego, aber wirklich faire Preise für ein paar SpongeBob-Figuren von ihnen konnte ich da nicht finden. Man hat man sich da definitiv mehr fokussiert auf die SpongeBob-Figuren, wenn man das von den Promotions, den Trails und so weiter sich anschaut. Die Figuren sind definitiv detailvoller. Es gibt eine größere Auswahl und ein paar der Settings sind definitiv weise gewählt. Ich muss zugeben, das was man von Megaplox sieht, von SpongeBob, macht einfach lustig eine zu greifen
kaufen, wenn die nicht so teuer wären. Aber hey, vielleicht hat einer von euch etwa die Megaplox SpongeBob-Figuren oder auch Lego-Figuren. Wenn ja, was bevorzugt ihr? Was findet ihr interessanter? Und wollt ihr, dass Lego irgendwann mal die SpongeBob-Lizenz wiederkriegt? Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Reanimated Stuff. Es ist jetzt nicht exklusiv zu SpongeBob, aber ich wollte es dennoch mal inkludieren, da es generell über dieses mehr oder weniger Phänomen ein wenig sprechen wollte. Denn wenn es um Reanimated Stuff geht, sei es nun eine Episode oder ein ganzer Film, gewinnt es immer und immer mehr Popularität. Kurz gesagt, mehrere Animatoren bzw. Leute setzen sich zusammen oder machen etwa eine kurze Szene und es wird alles zusammen geschnitten und dabei kann es etwa variieren von einem 1:1 Remake von dieser Szene zu einer mehr oder weniger Neuinterpretation von der Szene oder auch etwa die Szene in einem komplett neuen Artstyle. Diese ganzen Artstyles zu sehen oder auch Approaches machen so viel Spaß und zeigen, wie kreativ doch etwa Leute im Netz sein können. Manche dieser Projekte gehen sogar eine extra Mile und machen neue Voicelines bzw. re-recorden sie das Skript, damit zum Beispiel Studios wie Viacom oder das Video nicht runternehmen können, da manche mehr oder weniger die Szenen neu animieren, aber dieselbe Audio nehmen und das kann etwa zu manchen Copyright-Shenanigans führen. Und meine Güte, es gibt viele fantastische Reanimated-Projekte, sei es nun etwa bei SpongeBob oder sei es halt auch etwa bei Shrek zum Beispiel mit Shrek Retold oder auch etwa mit anderen Projekten, die entweder bald kommen oder schon gekommen sind und wirklich fantastisch sind. Ich meine, es gibt viele zahlreiche positive Beispiele für Shows wie Sauder und so weiter. Ein paar der Reanimated-Projekte von SpongeBob, die ich aber highlighten will, ist zum einen das von der allerersten Episode Helps Wanted, was ein wundervolles Reimagining ist von dieser ersten super ikonischen und wirklich guten Episode und ein sehr großes Mammutprojekt, wo sogar etwa die Lines nochmal neu recorded worden sind, SpongeBob Rehydrated. Das Reanimated-Projekt, wo man den allerersten SpongeBob-Film in dieser Art und Weise neu umsetzt. Und das steckt so viel Liebe, so viel Kreativität und so viel Skill dahinter, dass es einfach nur das loben kann bis zum Ende. Von daher, falls ihr mal überlegt, vielleicht eine alte Episode oder auch den ersten Film zu rewatchen, schaut doch mal vorbei bei den Reanimated-Projekten. Link dazu in der Infocard, denn die lohnen sich wirklich sehr. Der YouTuber Nameka, sorry, falls ich den Namen gebutzt habe, wie viele andere Namen in diesem Video, hat uns das für eine sehr besondere und sehr interessante, aber auch bizarre Mischung aus zwei sehr unterschiedlichen Dingen gebracht. Mit SpongeBob und Anime. Den SpongeBob-Anime oder wie auch mittlerweile getauft worden ist, SpongeBob. Ich hab das, glaube ich, wieder mal gebutzert. My bad, my bad, my bad. Und meine Güte, diese Fananimation ist wirklich impressive. Sehr, sehr spaßig und sehr, sehr unterhaltsam. Sowohl im Englischen als auch im japanischen Dub gibt sie. Und ich habe nur die japanische Version gesehen, weil meiner Meinung nach kommt der meiste Charme davon eher mehr heraus. Und generell, ich bin jetzt nicht jemand, der so stark etwa im O-Ton Anime schaut, wenn ich mal Anime überhaupt schaue. Aber hier kann man es sich definitiv leisten, da die Länge jetzt auch nicht zu lang ist. Ob da überhaupt irgendwas noch in der Zukunft kommen wird, wer weiß, man darf mal nur abwarten. Mit den SpongeBob-Anime hat mal was sehr Besonderes gemacht, aber hat natürlich auch wieder mal ein paar der typischen Klischees, Tropes von vielen bekannten Animes reingeworfen. So finden sich bestimmt zahlreiche bekannte Markenzeichen oder Dinge, die mal sehr stark mit Anime assoziiert hier auch wieder. Anders als bei vielen anderen Parodien oder auch Versionen, wo man mehr oder weniger den Anime-Style in Anführungszeichen animieren will, funktioniert es hier deutlich besser, weil A, es eine Fananimation ist und B, es deutlich mehr earnest hervorkommt, statt viele der 2000er Cartoons oder auch 2010er Cartoons oder sogar auch ein paar der 2020er Cartoons, die mehr oder weniger einfach nur ein paar Dinge sich anschauen, die nehmen und das irgendwie alles in Anführungszeichen animifizieren. Hier hat die Animifizierung deutlich besser funktioniert. Zwar kann man natürlich erkennen, wer welcher Charakter ist, aber es ist auf so eine Art und Weise überspitzt gezeichnet, dass man das einfach nur lieben kann. Die Kämpfe sind hier episch, das Drama ist sehr dramatisch und die Betonungen sind auch deutlich dramatischer gelegt, wie man das eben typisch ist, von Animes gewohnt ist. Aber meine Güte, ist das einfach nur spaßig. Die Animationen sind einfach nur stellar und wirklich wunderschön sich anzusehen und generell, es ist einfach nur so viel Unterhaltung. Der SpongeBob-Anime weiß genau, was er sein will und ist ein Liebesbrief nicht nur zu SpongeBob, sondern auch Anime als ein Medium. So hat man immer diese kleinen Quirks hier. Die werden aber nicht zu überspitzt oder so stark überspitzt, dass man etwa weiß, dass es etwa von einem Fan, von einem Liebhaber von Animes kommt. Wie auch bei vielen der anderen Sachen, Link zu dieser Episode in der Videobeschreibung. Das SpongeBob
SpongeBob Musical. Was? Ihr kanntet das SpongeBob Musical nicht? Wie könnt ihr nur? Aber Spaß beiseite, das SpongeBob Musical existiert und ist ziemlich verdammt gut. Ja, das hat mich auch überrascht. Aber nein, das SpongeBob Musical ist wirklich, wirklich gut. Nicht nur bringt das den alten Charme der Show zurück, nein, die Show ist generell wirklich mit viel Liebe gestaltet. Und auch wenn ich natürlich nicht zu dieser Show gegangen bin, da SpongeBob und Nickelodeon so eine große Marke sind, haben die natürlich etwa die Show schon released oder auch woanders mal gezeigt. Und ich habe es mir angesehen und muss sagen, ich bin ziemlich überzeugt. Der Typ, der hier SpongeBob spielt und singt, macht eine wirklich gute Performance aus und embodiert eine Live-Action-Version von SpongeBob, was irgendwie bizarr ist zu sagen. Und auch die anderen machen einen wirklich guten Job, vor allem der von Patrick, vor allem der von Mr. Krabs und hey, was sie für ein Outfit gegeben haben für Plankton, war ziemlich gut. Großes Lob auch für den Typen, der Thaddeus hier gespielt hat. Wir alle lieben Thaddeus und sein Thaddeus war Peak. Dafür, dass es mehr oder weniger eine Live-Action in Anführungszeichen Produktion ist, hat man dennoch diesen klassischen Cartoon-Charme wirklich gut, mehr oder weniger in die echte Welt reingebracht. Wenn man sich das Set ansieht, merkt man, dass man sehr viel Liebe hier reingesteckt hat. Und auch die Nebenfiguren, wie sie hier gekleidet sind, plus auch unsere Hauptfiguren, die Main Characters der Show, haben alle charmante Kostüme an sich. Ich meine, wir kriegen ein paar wirklich ikonische Imagery hier. Sei es nun der ganze Anzug von dem Typen, der Mr. Krabs hier performt, oder auch wie sie etwa das gelöst haben mit Plankton und seiner Größe, oder auch mit Karen war wirklich charmant auch einfach nur. Die ganze Performance von Best Day Ever, auch wenn der Song ziemlich charmant war im Original, fühlt es hier deutlich mehr earned an. Es fühlt sich hier so an, als hätte es einen Grund gehabt. In der originalen Episode, wo mehr oder weniger dieser Song sein großes Tuchberü in Anführungszeichen gefeiert hat, hat er nicht so wirklich einen Sinn. Er war zwar catchy und sehr gut performt, aber hier macht er wirklich mehr Sinn. Und generell die Musik und die Songs lassen sich hier sehen. Alle haben ihren ganz eigenen Stil und man kann mal merken, dass hochgerannte Musikanten hier mitgewirkt haben. Wusstet ihr zum Beispiel, dass David Bowie mehr oder weniger da mitgeholfen hat? Nein, ich auch nicht, aber es ist ein ziemlich cooler Fact, oder nicht? Generell die Musik lässt sich sehen. No Control ist definitiv mein Favorit von den Original Songs, die hier präsentiert werden. Es gibt aber natürlich auch Nods zu den beliebten Intro-Song und hey, die 2D-Animationssegments, wo mehr oder weniger die ganzen Leute in Bikini-Botzen ins Kino gehen, um etwa diese Performance sich anzusehen. Ganz am Anfang ist wirklich ziemlich gut animiert worden, dafür, dass es mehr oder weniger nicht von der Main-Show ist. Was eine Rarity ist, wie man bestimmt an manch anderen dieser Entries merken kann. Kurz gesagt, das SpongeBob Musical ist super überzeugend. Die Musik stimmt, ein bestimmter Sound wurde hier gemacht, das Set-Design ist wirklich, wirklich dolle. Generell, es lässt sich einfach wirklich sehen. Wenn wir überhaupt eine SpongeBob Live-Action-Version kriegen, was ich hoffe, wird nie passieren, weil heilige Scheiße wird das Curse sein, hoffe ich, dass mal so ein Approach geht, statt etwa diesen Uncanny Valley CGI-Approach. Okay, seien wir mal ehrlich, Nickelodeon und Paramount und Viacom und wer auch immer werden natürlich den CGI Uncanny Valley Approach nehmen, was denn auch sonst. Die Comedy-Gruppe Boom Chicago aus Amsterdam hat zwei sehr besondere Fan-Animationen, aka Fan-Edits von SpongeBob in den Mitte 2000ern, aka frühen 2010er herausgebracht. SpongeBob in China. Bestimmt kennt der ein oder andere diese schon und meine Güte, es gibt da viele Worte zu verlieren. Also beginnen wir doch mal mit der ersten Episode und zwar SpongeBob in China Episode 1. Und diese ist mehr oder weniger ein Fan-Edit von einer bestimmten Szene aus dem SpongeBob-Film. In dieser Szene wurde natürlich zwar vieles umbearbeitet, aber man kann mal merken, dass es definitiv aus den 2000ern kommt und es ist definitiv ein wenig rough, aber hat seinen ganz eigenen Charme. Der Dialog wurde natürlich aber ausgetauscht und wie man beim Titel schon vermuten kann, gibt es auch hier deutlich viel Cena-Kritik. Hierbei geht es um das Thema Zensur in Cena und wie man das gemacht hat, finde ich, ist ziemlich charmant, auf einer sehr guten und satirischen Art und Weise. Die Kritik kommt sehr gut rüber und es ist definitiv eine besondere Oddity, die man sich zumindest einmal anschauen sollte. Die zweite Episode ist definitiv ein wenig aufwendiger und deutlich eigener. Nicht nur war die erste Episode so beliebt, dass man etwa eine zweite machen konnte, nein, diese ist auch eine komplett eigene Fananimation, die auch ein wenig rougher ist und definitiv an die Newground-Zeit, die Pre-YouTube-Zeit, die AdWords-Zeit erinnert, aber definitiv seinen ganz eigenen Charme mit sich bringt. So geht diese Episode mehr oder weniger über die Arbeitskultur und wie Cena mehr oder weniger mit dem Geld ihrer Arbeiter umgeht. Wir kriegen auch hier etwa ein Redesign von Mr. Krabs, was ein ziemlich bangerhaftes Redesign ist. Ich mag es wirklich sehr. Und generell, es ist deutlich
etwa professioneller, da man mehr oder weniger nicht etwa mit Snipsel arbeiten muss vom originalen Film oder der Serie, sondern ganz eigen seine Animation machen kann. Es ist definitiv ein interessanter Watch und ich weiß jetzt nicht, wie ich persönlich zu diesen stehe, denn es ist definitiv eine Oddity, wo man auch merken kann, dass die definitiv aus den frühen 2010ern, aka Mitte 2000er kamen. Aber definitiv sollte man sich zumindest das einmal selber geben. Mr. Krabs Overdoses on Ketamine, oder wie ich es auch hier für dieses Segment nennen werde, Mr. Krabs Ketamine Game, ist eins der vielen SpongeBob-Fan-Videogames. Und dass es so viele gibt, habe ich mir doch gedacht, holen wir doch mal eins raus, was mal für eine lange Zeit populär war, aber irgendwie heutzutage kein Zwein mehr wirklich kennt. Das Spiel basiert dabei auf die beliebtesten Ketamine-Memes mit Mr. Krabs, die existiert haben, irgendwann. Ich habe die nie gesehen, aber die haben existiert anscheinend. Und es ist ein bisschen messy. Es ist ein Fangame, also werde ich nicht zu hart sein. Aber was zu loben ist definitiv der Look. Es fühlt sich so an, als wäre es ein typisches SpongeBob-Lizenz-Game, größteilig im Look. Es sei denn, man sieht mal sich zum Beispiel Patrick oder auch SpongeBob an. Und wie die da aussehen, ist wirklich abstrus. Aber wirklich ein charmantes Detail, was man hier geaddet hat. Die Story ist mehr oder weniger non-existent. Und an manchen Stellen fühlt es sich so teilweise an, als hätte man hier ein SpongeBob GTA Fangame umgesetzt. Und auf den ersten Blick klingt es ziemlich spaßig, unterhaltsam, ist es aber auch nicht so dolle. Die Steuerung ist passabel. Es hat definitiv sehr viele Probleme. So lässt sich manchmal Mr. Krabs in sein Bootmobil nicht so dolle steuern. Und auch manchmal fühlt es sich ein wenig wonky an mit dem Gameplay. Aber dafür, was es ist es schon charmant. Es hat seine Vor- und Nachteile und ich würde definitiv empfehlen, diesem Spiel doch vielleicht einen Versuch zu geben. Es ist ein Fangame und am Ende des Tages gratis. Also möchte ich auch nicht zu hart sein. A Day with SpongeBob. Und ich glaube, ich halte mich kurz, denn auch wenn die Geschichte etwa sehr viel zu erzählen hat, möchte ich mich da einfach nur kurz halten, da bestimmt der ein oder andere schon oftmals diese Geschichte gehört hat. A Day with SpongeBob ist eine Mockumentary, die nie erschienen ist. Für eine lange Zeit gielte sie als Lost Media, sprich eine Sache, die existierte an einem Zeitpunkt, aber mittlerweile nicht mehr für das Publikum erreichbar ist oder sowas. Und so gab es viele Search Efforts, um eben diese Mockumentary zu sehen, da es immerhin SpongeBob ist und die Lost Media Community SpongeBob wie kein anderes liebt. Und auf der Suche gab es nicht wirklich Erfolg. Es gab paar Trails, paar Funde und man dachte mal sich, ja, wir kommen das Ganze näher. Aber am Ende des Tages hat das sich etwa erpufft als eine Sache, die mehr oder weniger ein Amazon-Listing hatte, aber nie wirklich Realität war. Es wurde kein A Day with SpongeBob gefilmt oder wirklich etwa hervorgebracht. Man hatte mal zwar diesen Pitch und man wollte mal sehen, ob es Interesse gibt durch diesen Amazon-Listing, aber dazu kam es nie. Ob es jemals dazu kommen wird, ist eher unwahrscheinlich, da diese Firma, die hinter dieser Mockumentary sitzt, beziehungsweise das vorhatte, ein wenig shady ist und die ganze Geschichte ein wenig shady ist. Da kann ich definitiv das Video von Playmer on Jorge sehr stark empfehlen, Link dazu in der Videobeschreibung natürlich, der das Ganze in einer deutlich mehr kompakteren Version nacherzählt. Aber was war denn nun genau A Day with SpongeBob? Wie man am Titel erkennen kann, handelt es sich dabei um mehr oder weniger eine Mockumentary, wo ein Gewinner, ein junger Junge, eben etwa einen Tag mit SpongeBob erleben könnte, wenn er bei so einem Gewinnspiel bei der großen Krabbe gewonnen hat. Und dieser Tag geht relativ schief. Und das ist auch eigentlich das Einzige, was wir überhaupt über diesen möglichen Plot eines möglichen Films wissen. Die Geschichte ist wirklich eine sehr interessante und das ganze Drum und Dran ist wirklich sehr interessant sich anzuhören. Also empfehle ich das definitiv sehr, da mal ein bisschen mehr rein in die Materie zu gehen. We gotta get SpongeBob back. Das war keine gute Thaddeus Impress, noch nicht mal von der originalen englischen Stimme. Anyway, reden wir doch mal über die Fananimation von Zoe. Fananimation ist eine kleine, aber feine Fananimation, die eine sehr kleine, simple Idee hat, die ganz am Ende mit kosmischen Horror endet. Wer hätte das gedacht bei einer Fananimation von fucking SpongeBob? Aber hey, das passiert und ich kann's respektieren. Diese Fananimation ist definitiv eine, wo es nicht wirklich viele Worte zu fassen haben. Ich mag den Arzt da, ich mag, wie man das gemacht hat, ich mag, wie man die Musik hier genutzt hat und vor allem, wie Patrick hier klingt. Klingt einfach nur fast so wie der originale Synchronsprecher aus dem Englischen von Patrick. Also wem sie auch immer da gekriegt haben als Impressionist. Grandiose, spot-on Impression. Natürlich war diese Fananimation so beliebt, dass es auch ein Sequel gab mit We Gotta Get SpongeBob Back 2.
2. Und dieses Sequel kam natürlich am ernstesten Tag überhaupt, den 1. April. Aber ja, wenn ihr die originale Fananimation sehen wollt, die ich definitiv empfehlen kann, weil sie ist wirklich sehr kurz und wirklich sehr charmant, dann klickt doch mal auf den Link in der Videobeschreibung. Denn da findet ihr sie, eine wirklich charmante, kleine, aber feine Animation. Astrology with Squidward war eine kurzlebige Miniserie von den 2000er, die mehr oder weniger viele verschiedene Shorts in sich trägt. So haben wir 6 Shorts, wo Thaddeus, aka Squidward, Astrologie uns mehr näher bringt. So erzählt er uns von 6 Sternzeichen in jeder Episode und diese 6 Sternzeichen werden von mehreren SpongeBob-Charakteren mehr oder weniger symbolisiert. So ist zum Beispiel Plankton Löwe oder auch die Krankenhelfer-Fische sind zum Beispiel Zwillinge und so weiter und so weiter. Für eine lange Zeit hat man spekuliert, ob etwa auch die anderen 6 Sternzeichen eine Episode jeweils bekommen haben, aber das wurde schnell dementiert, als die komplette Serie vom offiziellen SpongeBob YouTube-Channel hochgeladen wurde in einer Completionist-Version. Und mit Astrology with Squidward gibt es auch nicht sehr viel zu sagen, abseits davon, dass die Animationen sehr charmant sind, auch weil die ziemlich cheap sind und man definitiv erkannt, dass es etwa eher mehr was gedacht war, was mal einmal austrahlt und dann nie wieder. So doch hat es irgendwie seinen ganz eigenen Charme. Die Geschichte hinter Astrology with Squidward ist da deutlich interessanter. So galt diese Serie für eine lange Zeit mehr oder weniger als Lost Media. Zwar wurde die Serie in paar Versionen etwa recovered, bis halt in anderen Dubs und so weiter, aber für eine lange Zeit galt etwa so eine Ungewissenheit, ob es mehr Episoden gibt überhaupt, ob man eben alle 12 Sternzeichen gecovert hat oder wo etwa die englischen Dubs sind von manchen Episoden oder. Doch das wurde schnell, beziehungsweise in kürzester Zeit mehr oder weniger bestätigt. Nein, es gibt nicht etwa alle 12 Sternzeichen in dieser Serie, nur 6. Und ja, die 6 Episoden kann man etwa ganz einfach auf YouTube, auf den offiziellen SpongeBob-Kanal eben sehen. Das war definitiv einer der Zeiten, wo Lost Media mehr oder weniger ein bisschen mehr Mainstreamer wurde und das Ganze etwa mehr oder weniger für das weite Publikum auf YouTube oder auch auf Social Media deutlich mehr bekannter wurde. Manche glauben immer noch, es gibt etwa alle 12 Episoden, aber jemand wie Vincent Waller, der mehr oder weniger der aktuelle Showrunner ist vom Current Run von SpongeBob, hat das schon lange dementiert, dass es nur 6 Episoden gibt. Und dieser hat auch schon seit den frühen Starten von SpongeBob an der Serie mitgearbeitet, also kann man ihm definitiv da vertrauen. Interessante Oddity auf jeden Fall. SpongeBob Reimagined ist eine Cartoonserie bzw. Webserie, die vom Brooklyn Animationsstudio Cartooner, ich weiß nicht, wie man die etwa ausspricht, gemacht worden ist. Und bei dieser Serie handelt es sich um eine, die relativ neu ist und relativ vermutlich auch immer noch laufen wird. So hat sie im Jahre 2021 begonnen und mit ihrer letzten, zumindest aktuellen Episode, liegt sie im Jahre 2024 zurück. Das Grundkonzept dieser Serie ist, dass man etwa mehrere verschiedene Artstyles, Art Directions oder nimmt und diese mehr oder weniger kombiniert mit ikonischen Momenten von SpongeBob. Und mit ikonischen Momenten meine ich damit Staffel 1, 2 und 3. Ich glaube, die haben auch etwas schon für ein paar andere Staffeln wie die 4. und 5. Staffel was gemacht. Aber größtenteils ist das natürlich etwa die Classic-Episoden, die Episoden, die Nostalgie für die Leute bringen. Und als solches finde ich die Idee ziemlich gut. Ist es ein wenig schade, dass man nur ein Studio mehr oder weniger dahinter hat? Ja. Sind zum Beispiel ein paar Episoden wie die Anime-Episoden jetzt nicht etwa wirklich so impressive wie im Vergleich zur Fananimation des SpongeBob-Animes? Definitiv. Aber es gibt ein paar wirklich sehr nette oder interessante. Zum einen gibt es einen, der mehr oder weniger Claymason emulieren will und diesen Tim Burton-Stil nacheifern will, tut das aber leider eher weniger so gut und ich weiß auch nicht, dieser Short ist für mich definitiv einer der eher schlechteren. Es gibt dann auch einen, der mehr oder weniger Sci-Fi-Serien emuliert und man sagt mal einfach Sci-Fi-Serien, weil man da nicht etwa das Copyright mit Cartoon Network verstoßen will, denn es ist definitiv klar, dass diese eine SpongeBob-Szene sehr auf den Artstyle und den Look von Steam Universe basiert. Definitiv ein Favorit von mir. Gibt auch natürlich den klassischen Rubber House-Style, der okay emuliert wird. Generell ist es immer so ein Mixbag. Ich verlinke euch mal einfach die Serie in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch selber etwa ein Bild machen. SpongeBob Handpants. Nein, das ist kein Titel einer Porno-Parodie. Es ist ein Titel einer relativ normalen, in Anführungszeichen, Parodie von SpongeBob. Bei dieser handelt es sich um eine, wo mehr oder weniger die Bewohner von Bikini Bottom süchtig nach bestimmten Substanzen sind, die ich leider nicht etwa wegen YouTubes Regelungen erwähnen kann und auch deswegen auch ein paar bestimmte Namen nicht richtig etwa erwähnen kann, wie zum Beispiel der Name von Mr. Krabs.
Schaut den doch euch einfach selber an. Es ist ein perfekter Name. Dieser Charakter, diese Parodieversion ist die beste Parodieversion von Mr. Krabs überhaupt. Ich bin persönlich sehr zwiegespalten etwa zu dieser kurzlebigen Animations-Parodieserie. Zum einen hat sie natürlich irgendwie ihren ganz eigenen Charme, vor allem bei diesen Redesigns. Der grüne SpongeBob hat definitiv ein sehr ikonisches Feel zu sich, aber ich weiß auch nicht, ich bin persönlich kein großer Fan von der Art und Weise, wie sie etwa hier SpongeBob mehr oder weniger umgesetzt haben. Beziehungsweise das Ganze. Denn eine gute Parodie nimmt etwa das Original oder auch die Missung, mit dem mal das etwa parodiert und macht was ganz Besonderes daraus. Diese Parodie ist natürlich eine 2000er Parodie, also hat sie definitiv diese typischen 2000er Zwessen, wo man definitiv zu oft den offensichtlichen Sog sieht, der definitiv einfach nicht zündet. Klar gab es natürlich etwa viel Charme in dieser Serie, klar ist nicht alles etwas schlecht oder sowas, klar ist die Idee so absurd, dass sie funktionieren könnte, aber irgendwie nimmt man dieses ganze Parodie-System wirklich nicht so sehr. So ist das Ganze mehr oder weniger SpongeBob vom rein visuellen Sinne. Aber wirklich Konzepte, wirkliche Plots, wirkliche Dinge werden hier nicht etwa reingenommen, um diese Parodie umso härter hitten zu lassen. Und das ist irgendwie schade. Das ist einfach wirklich nur schade. Kleine Randnote, wo es nicht etwa wusste, wie ich die am besten erwähnen kann, aber die Stimme von dieser Parodie-Version von Patrick klingt doch ein wenig zu sehr, beziehungsweise zu nah an die Version aus dem Original. Ich meine, hört euch mal das an. Ich bin nicht vielleicht, ihr seid der Satz davon, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Auch wie viele der anderen Sachen, die hier erwähnt werden. Link zu den Episoden, die existieren, zu dieser sehr abstrusen und jetzt nicht so witzigen Parodie in der Videobeschreibung. Doch damit enden wir doch mal dieses Video. Ich denke, wir haben genug Entries gehabt und ich denke, ihr habt genug von SpongeBob erfahren, sei es nun Fanprojekte oder auch offizielle Dinge. Mich würde es nun interessieren, habt ihr irgendeinen Punkt vermisst, der abstur, bizarr oder sonstiges ist? Schreibt auch alles gerne in die Kommentare. Wie gesagt, es ist kein sehr typisches Video von mir und so ein Eisberg-Video ist definitiv was anderes, aber ich wollte dennoch mal sowas gerne versuchen und da sich diese sehr abstruse Anzahl an SpongeBob-Medias wirklich gut dafür anbietete, war es definitiv ein netter Versuch. Vielleicht wird es irgendwann mal in der Zukunft mehr machen. Wer weiß. Mich würde aber eure Meinung in den Kommentaren gerne interessieren. Bis dahin, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!